Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Ich bin ja so ein bisschen auf dem Soba-Trip aktuell. Soba sind diese wunderschönen Buchweizennudeln aus Japan. Und es gibt gebratene Nudeln. Gebratene Nudeln gibt es auch in Japan. Dort heißen die Yakisoba. Ist ziemlich geiles Zeug, weil, ja, wie soll ich sagen, durch dieses Buchweizending, die haben so einen ganz speziellen Biss, die Nudeln. Und vielleicht habt ihr das andere Video auch schon gesehen. Wir haben ja, Sesam-Soba-Bowl-Nudeln auf speziellen Wunsch vom Tim gemacht. Blenden wir gerade mal hier oben ein. Sehr, sehr geil geworden. Und jetzt machen wir die andere Hälfte dieser Soba-Nudeln als gebratene Nudeln. Und der Timmy muss mir heute helfen, weil ich das Rezept nicht auswendig kenne. Wir haben es schon einmal ausprobiert. Es ist super geil. Aber der Tim muss mir das gleich nochmal vorlesen. Was wir als erstes machen ist, ach so, übrigens, wir versuchen heute wieder ohne Schnitt auszukommen. Ne? Ihr wisst ja, das ist allein schon das, ne? Müsste euch die Anerkennung wert sein, mir mal ein Abo dazulassen und einen schönen, dicken, fetten Daumen nach oben. Ne? Freue ich mich jetzt schon drüber. Das heißt, wir schneiden nicht, wir ziehen es durch. Ihr seht, was ihr bekommt. 2 Nudeln, salziges Wasser, kocht, Nudeln rein, 4 Minuten. Jetzt haben wir es eilig. Ich habe hier schon ein bisschen Ingwer vorbereitet, geschnitten. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Knoblauch dazu. Einfach so in Scheibchen. Und ich nehme immer eine Zehe mehr, als es wirklich braucht. Ihr kennt es ja schon von mir. Wer es spicy mag, ne? Wer Bock auf ein bisschen Chili hat, der nimmt sich hier so eine, entweder eine Thai-Chili oder so eine Pepperoni wie ich. Die Pepperonis, die schmecken auch noch gut. Wir hauen uns hier so ein halbes, dreiviertel Ding mit rein. Wenn es hinten an die Kerne kommt, wird es schärfer. Ach, komm rein damit. So, guck mal, da haben wir das hier schon. Und da gehen wir noch einmal drüber und hacken das nochmal grob durch. Alles andere habe ich schon vorbereitet, was damit reinkommt. Ich rühre mal kurz meine Nudel. Die Nudeln. Nicht, dass einer was Falsches denkt. So, das ist gut. Pfanne habe ich schon aufgestellt. Schaut nochmal hier runter, was ich noch gemacht habe. Ich habe hier so Karotten Julienne. Die habe ich mit so einem, ja, da gibt es verschiedene Geräte für, wo ihr das machen könnt. Ihr könnt es auch mit der Hand schneiden, das ist egal. Ne? Dann habe ich hier so ein bisschen Rotkohl, das sieht super stark aus. Ganz fein gehobelt, auch auf dem Hobel. Dann haben wir hier für die Farbe ein bisschen rote Paprika und ein paar rote Zwiebeln. Und ihr könnt Shiitake-Pilze nehmen, sind geil. Oder hier so ein paar braune Champignons, das ist alles gut. Wir fangen an in der Pfanne, braten das Zeug schon mal an. Ich nehme hier einen guten Schluck Sesamöl dafür. Ja, man kann mit Sesamöl braten, nur nicht ganz so heiß wie sonst. Ne? Und dann fangen wir schon mal an hier mit Pilz. Und wir fangen an mit roter Zwiebel. Das ist das, was so mit am längsten braucht von dem ganzen Spaß hier. Und dann geben wir so ein bisschen Druck auf die Pfanne. Und dann braten wir uns das hier alles schon mal schön so ein bisschen an. Und allein dieses warme Sesamöl, ne, wenn ihr das riechen könntet, der absolute Hit. Timmy, hast du noch grob im Auge hier, wie lange unser Zeug hier schon kocht? Nee, gell? 2 Minuten brauchen wir. 2 Minuten braucht noch? Das ist ja toll. Sehr gut, dann können wir in der Zwischenzeit ja unsere Soße zusammenrühren. Ne? Das machen wir jetzt. So, was brauchen wir? Ponzu geht es, glaube ich, los, Genau, gell? ein Esslöffel. Also, da machen wir ein doppeltes Rezept, machen 2. 1, 2. Ponzu, kennt ihr, gibt es mittlerweile überall zu kaufen. Was kommt als nächstes, mein 2 Tipp? Teelöffel Mirin. 2 Teelöffel Mirin. Aber jetzt Teelöffel, ne? Ah, das ist ja total verwirrend. Ja? Mirin, das gibt es alles im Supermarkt. Könnt ihr euch alles besorgen, gar kein Problem. Was als nächstes? 4 Esslöffel Sesamöl. Oh. Teelöffel oder Esslöffel? Esslöffel. Ich glaube Teelöffel. 4 Teelöffel Sesamöl. 1, 2, 3, 4. Ich habe das bestimmt falsch aufgeschrieben. So, hier brät es. Das ist wunderbar. Dann geht es jetzt schon weiter. Da kommt dann dazu ein bisschen was Rotkohl. Dann gehen die Karotten mit rein, die brauchen auch. Wunderbar. Und die rote Paprika geht auch damit rein. Jetzt geht direkt auch dazu. Hier, guck mal. Knoblauch, Chili, Ingwer, alles mit rein, da drauf. Und dann lassen wir das schön weiter schwitzen. Wunderbar. Und das ist einfach so schön dünn geschnitten, dass das auch nicht lange braucht. Ne? Das geht ziemlich schnell. Ich besorge mir aber trotzdem noch mal einen kleinen Schluck Pflanzenöl. Nehme ich mal mit, ich bin hier hinten. Hier. Wir machen noch einen kleinen Schluck Pflanzenöl mit dran. So, dass wir nicht nur Sesam drin haben. Oh, wunderbar. Sehr gut, die Nudeln dürften auch gleich fertig sein, oder Tim? Ja. Wir probieren die mal. Wie lange hast du noch? Was denkst du? Sind schon fertig, oder? Hm? Perfekt. Die schütte ich gerade hier ab. Da rein. Und dann spülen wir die mit so ein bisschen kaltem Wasser ab. Guck mal. So machen wir das. Macht man normalerweise bei den Nudeln nicht. Hier ist es aber gut, weil die sehr stärkehaltig sind. Da holen wir uns das da so ein bisschen runter. Was da noch so außen dran hängt. Ne?
Das brauchen wir nachher nicht. Und dann warten die hier schon auf uns. So schnell geht das. Oh, herrlich. Hier schwitzt es wunderbar. Okay, wir machen weiter bei der Soße. Wo haben wir stehen geblieben? Ketchup 2 Esslöffel. Ketchup. 2 fette Esslöffel. Man soll es nicht glauben, ne? Aber das gehört da rein. Ketchup ist drin. 2 Sojasauce. 2 Esslöffel Sojasauce. Gibt es für die Farbe. 1, 2 und einen halben fürs Gewissen. Fehlt noch was? 1 Teelöffel Worcester. Oh, Worcester-Soße. Hätte man nicht mit gerechnet, gell? Teelöffel wollen die. Ja. Ja, Dann 2. genau, da wollen wir auch einen Esslöffel machen. Das war's, gell? Ne, wir haben eine Oystersoße und Minz Ginger. Ingwer habe ich der damit Ginger, reingeschmissen, genau. ja? Den Ingwer habe ich mit reingeschmissen. Aus der 2 Soße? Esslöffel. 2 Esslöffel. Die macht's aus, guck. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Das fällt dann so leicht zusammen, wenn das so dünn geschnitten ist. Und jetzt habe ich auch die Hitze so ein bisschen reduziert. Ja? Sehr, 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 sehr gut. Ich würde da auch schon mal so ein bisschen Salz noch mit dran machen. Die Sojasauce bringt es zwar gleich mit sich, aber ja, die Nudelwasser auch gut gesalzen. Alles perfekt. So, dann rühren wir das hier mal durch. Guck mal, so sieht das aus. Herrlich. Und das ist dann quasi die Yakisoba-Soße. Das ist tatsächlich was ihr auch für andere Dinge benutzen könnt nachher. Die kann man auch einmal aufkochen und sich dann abfüllen und im Kühlschrank stehen lassen. Ist wunderbar. Oh, sehr, sehr gut. So, schau, Konsistenz. Gut. Hervorragend. Jetzt kommen die Nudeln dazu. Dann lassen wir die kurz mit anbraten. Das heißt, wir gehen mit der Temperatur wieder ein kleines bisschen hoch. Aha, aha, aha. Ihr seht, geile braune Farbe bei den Nudeln schon. Ich bringe das nochmal durch. Die lassen wir jetzt auch kurz mit schwitzen. Soße ist fertig. Dann machen wir uns noch ein bisschen Frühlingslauf. Ein Teil für oben drauf, ein Teil für noch mit da rein. Schöne zwiebelige Note. Und immer schön hier so lang schneiden. Ne? Dann sieht das super asiatisch aus. Hat einen schönen Touch. So, das geht da noch mit rein. Das braucht nicht lang. Und hier oben drauf machen wir uns direkt noch so ein bisschen Deko. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Nudelbrät. Aber natürlich auch so ein bisschen Farbe mit. Weich sind sie, fertig sind sie. So, jetzt geht die Soße drauf. Und die lassen wir dann so ein bisschen einkochen. Und dann servieren wir das auch schon. Und ihr werdet, ey, glaubt's mir, wenn ihr auf gebratene Nudeln steht, macht's nach. Es ist super geil. Wenn ihr da in Zukunft diese Rezepte nicht verpassen wollt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, lasst ihr mir ein Abo da, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und dann seht ihr das. So sieht das hier aktuell aus. Das ist fertig. Ist das nicht geil? Wir richten das jetzt an, machen ein Foto und dann hauen wir das gemeinsam so eine Portion rein. Bis gleich. Leute, es ist fertig. Guckt es euch an. Sieht das nicht geil aus? Yakisoba-Nudeln. Super schnell, vegetarisch. Ihr könnt natürlich das Ganze noch aufpimpen mit ein bisschen Huhn oder ähnlichem. Da habe ich Bock drauf, das zu probieren jetzt. Alter. Es ist halt wieder so. Es ist so, weißt du, du hast so eine Schüssel, hockst auf der Couch, haust dir das rein. Das ist einfach Comfort Food, Soul Food, ne? Und es schmeckt. Ja, naja. Genauso muss es sein. Leute, allein schon diese Yakisoba-Soße, ne? Die ist es schon wert, es nachzumachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr Soba-Nudeln herkriegt, Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe welche für euch. Ciao.